Assalamu alaikum ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheitsvideos. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich mein Wasser energetisiere und vitalisiere. Denn Wasser gehört zu den wichtigsten Elementen und ist die Grundlage allen Lebens. Es regelt alle Funktionen des Organismus, vom Stoffwechsel bis zum Denken. Zudem ist es Träger von Energie und kann Informationen speichern sowie weiterleiten. Zwei Dinge sind für ein optimales Trinkwasser Voraussetzung: die Reinheit und die Lebendigkeit bzw. Energie. Um reines, schadstofffreies Leitungswasser zu erreichen, muss es destilliert oder in einer Osmoselage aufbereitet werden. Zum Destillieren von Wasser hatte ich euch ja schon ein Video gedreht, das werde ich euch hier oben inshallah verlinken. Destilliertes Wasser, aber auch Wasser, welches von einer Osmoseanlage aufbereitet wurde, ist erstmal tot und muss deshalb neu energetisiert werden. Denn nur lebendiges, energetisiertes und vitalisiertes Wasser hat die nötige Energie, um jeden Organismus zu nähren und unserer Gesundheit zuträglich zu sein. Denn das Trinken von lebendigem Wasser hat folgende Auswirkungen auf unseren Organismus. Es sorgt für eine bessere Nährstoffaufnahme. Es kann den Körper besser entgiften. Freie Radikale werden neutralisiert und die Stärkung des Immunsystems und somit Vorbeugung vor Krankheiten werden gewährleistet. Die Energetisierung von Trinkwasser kann auf vielfältige Weisen geschehen. Die natürlichste Weise der Energetisierung von Wasser entsteht in der Natur, in Bächen, Flüssen, Meeren, sogar unter der Erde und so weiter, wo sich Wirbel und Strudel von selber bilden können und wo durch die eigene Strömung und die Sonnenstrahlung das Wasser sich fortlaufend verändert und aktiviert wird. Denn durch den natürlichen Wirbel und die Bewegung des Wassers wird das Wasser mit Sauerstoff angereichert und durch die Sonnenstrahlung mit Energie aufgetankt. Auf diese Weise findet eine natürliche Energetisierung des Wassers statt. Das Wasser jedoch, das heute durch enge Rohrleitungen gepresst wird und aus dem Wasserhahn kommt, verliert seine hochwertige Psyche und die kristalline Phase des Wassers wird zerstört. Glücklicherweise aber gibt es zahlreiche andere Methoden, wie man Wasser energetisieren und vitalisieren kann, abgesehen von den Methoden in der Natur. Und zwar wurden diese von der Natur abgeschaut, wie zum Beispiel die Verwirbelung des Wassers, die man sehr günstig zu Hause selber betreiben kann. Und dazu braucht man nur dieses Zwischenstück hier, was wir hier jetzt gerade aufgeschraubt haben, auf die Flasche. Dieser sogenannte Tornado-Aufsatz oder Tornado-Verwirbler. Damit werden dann zwei gleiche Flaschen miteinander verbunden, sodass man das Wasser dann darin verwirbeln kann. Hier gebe ich jetzt gerade mein destilliertes Wasser in eine der beiden Flaschen, fülle diese Flaschen bis oben hin auf, also bis fast oben hin, lasse ein kleines Stück Platz frei und stecke dann die andere Flasche mittels dieses Flaschentornados auf diese Flasche drauf, drehe die dann um auf diese Weise hier und dabei schüttle ich die Flasche kräftig einmal durch, bis ein Wirbel entsteht. Das hat hier in diesem Fall nicht sofort funktioniert, weil ich eben mit der einen Hand die Kamera gehalten habe und mit der anderen Hand hier schütteln musste. Normalerweise schüttle ich immer mit beiden Händen die Flasche und dann entsteht der Wirbel. Wie wir das jetzt hier sehen, jetzt hat es geklappt. Dieser Wirbel läuft dann in die Flasche rüber und diese Prozedur, die wiederhole ich dann mindestens 3-mal. Je öfter man es tut, umso besser, umso mehr wird das Wasser mit Sauerstoff angereichert. Umso mehr wird das Wasser eben energetisiert auf diese Weise. Das ist eben das Ritual, was ich mit jedem neuen destillierten Wasser durchführe. Nicht zu vergessen, dass ich natürlich nach jedem Destilliervorgang zuallererst das Wasser belese mit den Schutzsuren. Denn es ist ja inzwischen von Wasserforschern bewiesen, dass Wasser Informationen unterschiedlichen Ursprungs aufnehmen, weiterleiten und übertragen kann. Und da die im Wasser gespeicherten Informationen subtile Wirkungen auf den Menschen ausüben können, wird verständlich, warum es sinnvoll ist, Trinkwasser nicht nur materiell, sondern auch feinstofflich informell zu reinigen. Und es gibt natürlich keine bessere Reinigung und Informierung des Wassers als durch den Koran, durch Allahs Worte persönlich. Denn in den Worten Allahs liegt nicht nur Heilung für den Menschen, sondern auch Schutz vor jeglichen Übeln. Und die Sahaba selber haben Wasser belesen. Abgesehen also von der Belesung des Wassers mit der Fatiha, die Schutzsuren und der Ayatul Kursi, führe ich das Ritual der Verwirbelung des Wassers mit jedem einzelnen der 4 Liter destilliertem Wasser durch, indem ich jeden Liter Wasser mindestens 3-mal verwirble, indem ich die 2 verbundenen Flaschen 3-mal auf den Kopf stelle, kräftig schüttele und mittels Verwirbelung das Wasser durchlaufen lasse, um es danach dann in die vorgesehene Flasche abzufüllen. Denn die Wirbeltechnik
stellt die bislang effektivste Methode dar, Schadstoffinformationen im Wasser zu löschen, und sie nutzt dabei die ewige Fähigkeit des Wassers, sich in seiner Struktur zu wandeln. Die Verwirbelung löscht schädliche Frequenzen, und durch die starke Verwirbelung in den Wasserwirblern werden die Molekülstrukturen, die schädliche Informationen enthalten, aufgebrochen und durch die Wirbelbewegung in natürlichen Mustern neu aufgebaut. Dabei geht es nicht darum, die im Wasser gespeicherten Informationen zu überlagern oder durch andere zu ersetzen, sondern darum, das Wasser zu befreien und wieder in seinen ursprünglichen lebendigen Zustand zu bringen. Und die Wirbelbewegung ist für das Wasser von großer positiver Bedeutung. Denn die Clusterklumpen im Wasser werden auseinandergerissen, mit Sauerstoff aus der Luft angereichert und neu strukturiert. Denn die gezielte Verwirbelung baut im Wasser neue Strukturmuster auf und löst eventuelle Schadstoffschwingungen auf. Und durch die Strukturierung des Wassers wird dieses vitalisiert. Die Vorteile von verwirbeltem Wasser sind also unter anderem, dass es weicher und bekömmlicher wird, dass es dynamisiert und ionisiert wird, dass der Sauerstoffgehalt im Wasser erhöht wird, dass eine optimale Aufnahme des Wassers bis in die Körperzellen durch die Verkleinerung der Wassercluster gewährleistet wird, dass es viel länger frisch und trinkbar bleibt, und das ist natürlich optimal für den Menschen, weil man dadurch erfahrungsgemäß einfach viel mehr Wasser trinkt, und wir müssten alle viel mehr Wasser trinken. Alle meine Gäste, die bis jetzt dieses Wasser getrunken haben, sind begeistert von diesem Wasser, weil es ihnen einfach sehr viel besser schmeckt. Es schmeckt leichter, frischer, wie Quellwasser, Subhanallah, und man trinkt einfach sehr viel mehr davon, als man das tun würde, wenn das Wasser eben weder destilliert, noch belesen, noch verwirbelt werden würde. Und warum wir idealerweise täglich bis zu 3 Liter destilliertes, energetisiertes Wasser trinken sollten, das liste ich euch hier kurz mal auf. Und zwar mindert dieses Wasser das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko deutlich. Es verdünnt das Blut, es besteht nämlich zu 90% aus Wasser. Der Blutdruck sinkt und der Bildung von Blutgerinnseln wird vorgebeugt. Es verhindert die Verstopfung von Arterien in Herz und Gehirn. Es beugt Gefäßverengungen und Cholesterinablagerungen in den Blutgefäßen vor. Es hilft, Ablagerungen in den Gelenken, Nieren, der Leber, im Gehirn und in der Haut aufzulösen und auszuspülen. Dadurch reduziert sich das Risiko, an Multiple Sklerose, Parkinson, Hautkrankheiten und Allergien zu erkranken. Es verhindert bzw. lindert Rückenschmerzen und Arthritis. Es ist das Hauptgleitmittel in den Gelenkspalten. Es verbessert die Konzentrationsfähigkeit und hilft, den im Alter oft auftretenden Gedächtnisschwund zu verhindern. Das Gehirn besteht zu 85 bis 90% aus Wasser. Es verhindert das Entstehen des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms bei Kindern und Erwachsenen. Es hilft bei Müdigkeit, Rücken- und Kopfschmerzen. Es hilft, dass sich der normale Schlafrhythmus wieder einstellt, also Melatonin wird gebildet. Es hilft gegen Verstopfung, es ist das beste Abführmittel. Es hilft gegen Falten, es strafft und glättet die Haut und vermindert die Auswirkungen des Alterns. Es hilft, Schwangerschaftsübelkeit zu verringern, auch prämenstruelle Schmerzen und Hitzewallungen werden vermindert. Es ist das Hauptlösungsmittel für unsere Nahrungsmittel, Vitamine und Mineralien. Es sichert den Transport von Nährstoffen, Enzymen, Vitaminen und Spurenelementen. Es verbessert die Nahrungsverwertung zur Verstoffwechslung und Aufnahme in den Zellen. Es steigert die Leistungsfähigkeit des Immunsystems und vieles mehr. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Methode der Wasservitalisierung, und zwar mit Quarzkristallen. Quarzkristalle geben dem Wasser ebenfalls seine geometrische Struktur zurück. Eine natürliche, sehr effektive und zudem günstige Methode der Wasserbelebung ist die Verwendung von Quarzkristallen. Da Wasser ein hervorragender Informationsspeicher ist und alle Informationen, mit denen es in Berührung kommt, speichert, ist die trigonale Struktur von Quarzkristallen in der Lage, die flexible Struktur des Wassers wieder zu ordnen. Sie vermitteln dem Wasser wieder die geordnete Struktur, eine kristalline Phase. Wasser kann auch durch Mitschwingen von Schwingungsmustern gleicher Form Informationen aufnehmen und wieder abgeben. So ist es möglich, Edelsteinschwingungen und alle möglichen anderen in der Natur vorkommenden Frequenzen dem Wasser aufzuschwingen und auf Körperwasser abzugeben. Auf diese Weise lässt sich Wasser energetisieren und seine Resonanzfrequenz positiv beeinflussen. Deshalb benutze auch ich immer für mein destilliertes Wasser die 3 Edelsteine, Rosenquarz, Amethyst und Bergkristall. Und diese 3 Steinsorten lege ich sowohl in die Kanne, wo das destillierte Wasser reintropft, als auch in die anderen Glasflaschen, wo ich dann hinterher das belesene, destillierte und energetisierte Wasser zum Aufbewahren hineingebe. Und darin belasse ich die Steine eine Woche lang, und nach einer Woche entlade ich die Steine wieder und belade sie wieder neu. Denn auch die Steine müssen immer wieder mit Sonnenenergie neu aufgetankt werden, und dazu muss man sie zuallererst entladen.
indem man sie in ein Glas mit Natursalzsole gibt, darin 1,5 bis 2 Stunden lang liegen lässt und dann holt man sie heraus und wäscht sie unter fließendem Wasser. Auf diese Weise sauber, wie wir das jetzt hier sehen. Mit der Bürste schrubbe ich jeden einzelnen Stein sauber und lasse ihn nochmal unter fließendem Wasser gründlich abspülen, bevor ich ihn dann in eine Schale gebe und diese dann in die Sonne lege. Allerdings lege ich nur Rosenquarz und Bergkristall in die Sonne. Den Amethyst nehme ich meistens raus, also hier hatte ich den wohl vergessen rauszunehmen. Den nehme ich raus, denn den sollte man nicht in die direkte Sonne legen. Der wird durch die anderen Steine aufgeladen. Also den legt man einfach später zu den Steinen, die dann aufgeladen wurden von der Sonne, dazu und dann wird er durch sie sozusagen aufgeladen. Durch das regelmäßige Aufladen der Edelsteine können diese dann diese Energie wieder an das Wasser abgeben, das durch die Steine wieder energetisiert wird. Eine weitere Form des Energetisierens von Wasser kann auch durch die Karaffe Aladin geschehen, wie wir sie hier gerade sehen. Die Karaffe Aladin stellt eine Art Antenne dar, um mit den überlebenswichtigen kosmischen Konstanten und Verhältnissen in Einklang zu kommen. In der Karaffe Aladin erfährt jede Flüssigkeit eine Vitalisierung, eine Energetisierung. Laborversuche weisen vitalisierende und stabilisierende biologische Reaktionen durch die Aladin-Karaffe auf den menschlichen Organismus aus. Flüssigkeiten in der Karaffe Aladin, also Wasser, Säfte und so weiter, werden in ihrer Lebenskraft gestärkt und im Geschmack blumiger. Nach bereits ca. 3 Minuten Aufenthalt, die Wirkung hält ca. eine Woche an, in der Vitalkaraffe Aladin ist normales Leitungswasser zum Beispiel im Geschmack verbessert und nach Ansicht medizinischer Kompetenzen biologisch aufgewertet. Dadurch kann der Körper beim Trinken vermehrt Schlackenstoffe ausschwemmen, was bei unbelebtem Wasser zum Beispiel nicht möglich wäre. In der Karaffe gerät die Flüssigkeit in Schwingungen. Wellen bauen sich in harmonischem Bezug zueinander auf, verstärken sich, erzeugen ein neues Kraftfeld und damit Vitalität. Das führt zur Energetisierung und damit zur Verbesserung von Qualität und Verträglichkeit von Wasser und anderer wasserhaltiger Flüssigkeiten. Doch nicht nur innerhalb der Karaffe, auch um sie herum entsteht ein neues, noch stärkeres Resonanzfeld. Durch feinstoffliche Wellen im Raum schwingen die Maße harmonisch zueinander. Diese beiden Beispiele zeigen anhand der Kristallstruktur, welche energetischen Veränderungen die Karaffe Aladin bei verschiedenen Flüssigkeiten vollbringt. Die Aufnahme links entstand vor dem Einfüllen in die Karaffe, die rechte jeweils 1 Stunde danach. Diese Bilderreihe stammt aus den Untersuchungen des Labors E.F. Braun in Burgestein aus der Schweiz. Das energetisierte Wasser rechts unterscheidet sich ganz eindeutig von normalem, destilliertem Wasser. Die sehr hohe Strahlkraft der Wasserkristalle in ihrer originären Struktur wird deutlich. Subhanallah. Und deshalb wäre die Karaffe Aladin eine weitere Möglichkeit, das Wasser zu energetisieren. Wer sich daher die Mühe mit dem Ritual des Verwirbelns sparen möchte, kann einfach auf die Karaffe Aladin zurückgreifen, indem er einfach das belesene, destillierte Wasser in diese Karaffe füllt, dazu diese Edelsteine hinzugibt möglichst, denn diese kosten weder viel Zeit noch viel Geld. Von daher finde ich das sehr praktisch, dass man einfach die Steine da reinlegt und dann einfach das Wasser in die Aladin-Karaffe gibt. Dann kann man sich diese ganze Mühe des Verwirbelns sparen, denn das nimmt doch sehr viel Zeit in Anspruch. Vor allem dann, wenn man für einen größeren Haushalt für mehrere Personen täglich mehrere Durchgänge an destilliertem Wasser energetisieren muss. Auf diese Weise will sich diese, wenn auch kostenaufwendigere Methode des Energetisierens von Wassers anbieten. Damit hoffe ich, dass ich etwas Licht auf dieses überaus wichtige Thema des Belebens von Wasser werfen konnte, des lebensnotwendigsten Elixiers für unsere Gesundheit. Denn nicht einfach nur Wasser sollte man in großen Mengen täglich konsumieren, um auf Dauer gesund zu bleiben und ein langes Leben zu führen, sondern vielmehr reines und belebtes Wasser. Denn nur wahrhaft reines, sprich destilliertes Wasser und belebtes, sprich energetisiertes und vitalisiertes Wasser ist wirklich für unsere Gesundheit zuträglich und kann wirklich die im Video genannten vielfältigen Aufgaben erfüllen, um unseren Organismus optimal zu ernähren. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit und vergesst nicht Bismillah zu sagen, wenn ihr euer Wasser dann energetisiert. Und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Mal.